So, ich grüße euch, willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal vom Stadtschaman. Hier ist ein kleines Update zu unserem Häuschen hier auf dem Seed-Show. Und zwar haben wir gestern angefangen, hier im im Schlafzimmer Putz dran zu machen. Ihr könnt hier sehen, das sind die alten Wände. Also das ist eigentlich nur Stein auf Stein mit, ganz normal gemauert. Und dann haben wir jetzt so Kalkputz hier drüber gemacht. Einfach Kalk mit Wasser gemischt und dann einfach einen Putz drüber gemacht. Ne? 2 Schichten. Das haben wir gestern gemacht. Aber man sieht natürlich hier ein paar Risse. Das ist aber ganz normal. Da muss man jetzt nochmal mit Wasser drüber gehen. Aber man kann das sehen, auch wenn man das ein bisschen verreibt, dass man die Risse auch Zug bekommt. Das ist ganz normal, wenn das trocknet. Ne? Wir haben jetzt 2 Schichten drüber gemacht. Im Vergleich zur Küche haben wir uns jetzt gespart, nochmal einen Putz drunter zu machen. Normalerweise macht man nochmal einen Putz drunter, das ist einfacher, weil dann ist die Wand glatt, aber das haben wir uns hier gespart und es sieht ein bisschen naturmäßiger aus, ne? Wenn das dann nicht mehr ganz so glatt ist. Man kann das jetzt nicht so gut sehen, aber es ist ganz schön geworden. Hier, wie gesagt, die Risse, da gehe ich jetzt nochmal mit Wasser drüber und dann machen wir mal den Rest hier weiter. Hier habe ich gestern nur noch eine Schicht Putz gemacht, da muss ja noch die zweite Schicht drüber. Und dann machen wir hier noch den Rest weiter. Bis hier zum Fenster. Erstmal bis hierher. Ja. Und dann schauen wir mal für heute, wie weit wir kommen. Ich denke mal, das wird 2-3 Stunden dauern. Lassen wir uns überraschen. Hallo, guten Morgen. Also, was heißt guten Morgen? Es ist jetzt eigentlich Mittag, aber das ist eben so mein Spruch. Guten Morgen, ne? Willkommen zurück hier. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, wir sind jetzt hier dabei, weiter unseren Putz zu machen, wie wir es schon jetzt auch im Schlafzimmer gemacht haben. Das Schlafzimmer ist nicht aufgeräumt, aber so ist es auf der Baustelle. Ja. Zwar ist das hier ganz einfach. Kalk gemischt
mit Wasser. Das ist am Ende dann wie so eine Masse, ne? Und die kann man dann hier dran schmieren an die Wand. Prinzipiell ist es besser, wenn man vorher eine Schicht macht, eine Unterputzschicht, um dann den Kalkputz drüber zu machen. Es geht aber auch so. Wir machen dann 2 Schichten. Die erste machen wir jetzt hier, so wie das die Flaviana macht. Die wird hier drauf geschmiert. Und die zweite Schicht machen wir ganz klassisch wie früher mit der Hand. Wichtig dabei ist, dass man sich Handschuhe anzieht, weil Kalk ist sehr wasseranziehend, ne? Und wir bestehen nun mal zu größten Teil aus Wasser, wir Menschen, und das zieht natürlich dann das Wasser aus uns heraus. Deswegen ist gut, Gummihandschuhe anzuziehen, ne? Auch wenn man drinnen schwitzt, aber das ist auf jeden Fall ratsam, ne? Dann machen wir dann die erste Schicht und die zweite Schicht, die machen wir dann mit der Hand, schmieren wir die drauf. Könnt ihr jetzt zuschauen? Viel Spaß! Ja, also heute geht's weiter mit dem Putz hier. Ne? Gestern haben wir angefangen, hier den Putz weiterzumachen im Wohnzimmer. Und zwar Kalkputz. Genau, Kalk und Wasser. Heute machen wir weiter. Dann müssen wir die Risse noch ausbessern. Diesmal ist die Wand hier dran. So, also ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich weiß es nicht, weil ich habe das jetzt die ganze Zeit im Schnelllauf gehabt. Jetzt habe ich mal umgeschaltet auf nicht Schnelllauf. Genau. Weil ich was sagen wollte. Ne? Also wir sind jetzt hier ganz gut durchgekommen. Natürlich ist es so, bei einem Kalkputz, immer bei jedem Putz fängt es an, irgendwann sich Risse zu bilden. Ne? Wenn das anfängt so trocken zu werden und das Wasser quasi aus dem Kalk heraus in die Luft gezogen wird, dann fängt es eben an, dass es so Risse gibt. Hier kann man das eventuell ein bisschen sehen, genau. Ja, das ist ganz normal. Wenn man natürlich
kein Verputzer ist und das jahrelang gelernt hat und jahrelang gearbeitet hat, das ist natürlich eine Sache, wo man sich nicht auskennt, dann ist Learning by Doing. Learning by Doing heißt einfach probieren. Wir machen das ja so, wir machen eine Schicht drüber. Es kommt eine Schicht drüber mit den Werkzeugen hier, ne? Ganz klassisch, Verputzungswerkzeuge. Und die zweite Schicht, die machen wir mit der Hand. Gummihandschuhe anziehen und dann mit der Hand drüber. Weil die Wand ist sehr uneben, dann kriegt man das relativ gut glatt. Ja, ihr seht das dann. Wer von euch vielleicht schon mal in Griechenland war oder so, der kennt diesen Stil eventuell, ne? Von den Häusern dort. Wenn es natürlich dann anfängt, wie gesagt, diese Risse zu geben, dann ist es gut, wenn man die schließt, indem man, wir haben das oft jetzt gemacht, dass wir dann nochmal eine dünne dritte Schicht drüber gemacht haben, aber das ist natürlich sehr arbeitsintensiv. Am besten ist, man nimmt sich nicht so viel Wände mit einmal vor, sondern immer Stück für Stück, weil man unterschätzt ganz schnell die Zeit, na, was man für so eine Wand braucht. Also das sieht immer aus wie, ja, das machst du mal schnell in einer Stunde. Nee, nichts da, Stunde. Musst ja immer noch mal neu mischen. Und dann, wenn du merkst, dass dann so Risse kommen, man kann das relativ gut glatt machen. Und zwar in dem Moment, in dem sich die Risse bilden. Ne? Dann kann man schön hier die Poren schließen. Das probieren wir dann später auch mal, ob das mit der Hand geht. Ich denke mal schon. Weil es ist so, dass ich auch, nachdem du hier Risse zugemacht hast, hier habe ich zum Beispiel schon Risse zugemacht, dass dann immer noch mal Risse aufgehen. Wenn du natürlich ein bisschen zu viel Masse drauf geschmiert hast. Ja, wir haben ja wie gesagt keinen Unterputz gemacht und dann kriegst du das natürlich manche Stellen nur ein bisschen gerade, indem du ein bisschen mehr Masse reinschmierst, und mehr Masse bildet natürlich viel schneller Risse. Jetzt gibt es erstmal Mittag hier auf unserem Kochfeld. Und zwar, was gibt es heute? Aufgewärmte Bohnen. Man kann es ein bisschen sehen, es blendet ein bisschen das Licht. Genau. Das gibt es jetzt zu essen, dann gibt es eine Pause. Und dann müssen wir noch hier die restliche Wand weitermachen. Bis dort hinten, wo es schon weiß ist. Ich schätze mal, da muss ich noch einmal anmischen. Eventuell zweimal mischen. Und dann, weil wir müssen ja hier auch noch mal hier drüber gehen. Zweimal mischen wahrscheinlich. Und dann sollte es eigentlich passen. Dann sind wir dann hier mit dem Zimmer durch. Also, was wolltest du wissen über mich? Was wolltest du den Leuten erzählen? Ich wollte erzählen, dass diese Wände ist nicht für faule Leute. Ja, was? Für faule Leute? Ja, also man braucht sehr viel Geduld, ne, um das zu machen. Und sehr fleißig sein. Man muss fleißig sein. Ja, und ist auch nicht für Leute, die sehr anspruchsvoll sind. Die keine Geduld haben. Gerade alle wollen, weil diese Wände werden nicht gerade. Sie sind mehr oder weniger Organik. Also organisch, oder? Heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung, organisch. Sie sind einfach nicht gerade. Ja. Mit der Hand wird es nicht Sie gerade. sind unregelmäßig. Und sie sehen trotzdem sehr gut aus. Also man muss geduldig sein, wenn man... Das ist meine Erfahrung, ja. Weil jeder hat eine andere. Da muss man selber probieren. Aber was ich merke, ist, das muss man mit der Hand machen und die, wie heißt das? Massieren. Massieren, ja. In Kreise Bewegung, damit es die Löcher zugehen. Die Risse. Die Risse, ja.
Und Wie? wie hier. Ja, das ist nicht so gut. Man braucht ein bisschen. Und mit Geduld, mit Liebe sprechen mit der Wand. Du kannst auch ein Mantra singen, oder? Ja, weil dieses Haus ist mit sehr viel Liebe gemacht. Die Wände von diesem Haus enthält Liebe. Du streichst sie so schön, Aber nicht die Steckdose streicheln. wie du deine Katze oder deinen Hund streichelst. Mit viel Liebe. Und dann geht es, weil dann macht es Spaß. Weil wenn man ungeduldig ist, dann kann man dann sowas nicht anfangen. Man muss wirklich, oder vielleicht doch, ne, das ist eine Übungssache. Wenn man das macht, vielleicht in der Prozess wird man geduldig. Genau, das war meine Erfahrung. Danke. Wolltest du was sagen? Wie merkst du, dass der Wand besser so ist? Weil für mich, ich merke es, dass diese Bewegung die Risse zugeht. Also tatsächlich ist es so, dass kreisende Bewegungen relativ gut sind, um die Risse zu schließen. Kalk schließt dann einfach seine Poren. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Tadelak gehört habt. Das ist eine marokkanische Putztechnik, die wird auch mit Kalk gemacht. Das ist eigentlich ein spezieller Kalk. Der wird auch in 2 bis 3 Schichten aufgetragen auf die Wand. Und dann mit einem Halbedelstein werden die Poren zugerieben. Ne? Deswegen, es ist eine ähnliche Technik, bloß beim Tadelak-Kalkputz ist es dann natürlich so, dass dadurch, dass dann später noch Seife drüber kommt und mit dem Stein das so gerieben wird, dass das Wasser abweisend ist. Ja, ich verlinke euch das einfach mal im Video, dann könnt ihr das mal sehen, was Tadelak ist. Genau. Also ein Halbedelstein und da wird dann gerieben. Das ist eine Aufgabe für sehr fleißige Schüler. Das sind die Streber der Putztechnik. Ne? Also die den ganzen Tag nichts zu tun haben, die können mit dem Stein reiben. Nein, Spaß. Also es ist eine sehr anstrengende Arbeit, weil durch dieses Reiben mit dem Stein werden natürlich die Poren dann geschlossen. Ich habe mich vor 2 Jahren ungefähr mal mit Tadelak ein bisschen beschäftigt, aber es ist eine sehr anspruchsvolle Technik. Wie gesagt, wer sich da drüber informieren will, der kann dann gerne mal was in die Kommentare schreiben und dann kann ich euch da was schicken, beziehungsweise ich verlinke einfach mal ein Video, da könnt ihr euch das mal anschauen. Ja. Aber wie gesagt, wenn man das so einreibt, dann sieht man hier so, ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt auf der Kamera, aber das Ergebnis ist gut. Ja. Wie gesagt, jeder hat eine andere Technik. Ich mache jetzt hier noch die restliche Wand fertig. Ja. Mit der ersten Schicht. Schließen da mit der Wand. Ist gleich soweit. Dann muss das ein bisschen trocknen. Dann kommt mit der Hand die zweite Schicht drüber. Das macht dann die Fabiana hier. Ihr könnt das ja mal sehen hier, wie das gemacht wird. Ja, genau, da muss man das alles schließen. Ne? Genau, Na, hier ist bis jetzt nur die erste Schicht drauf und da kommt dann jetzt eben mit dieser Reibetechnik die zweite Schicht drauf. Ne? Am Ende ist das nichts anderes wie Lehmputz zu machen, bloß dass es eben Kalk ist. Und Kalk hat den Vorteil, es ist antibakteriell und auch gegen Schimmelbefall sehr gut. Ne? Wir leben hier im atlantischen Regenwald und da ist es natürlich auch
feucht. Ne? Hohe Luftfeuchtigkeit und Wärme. Da ist das natürlich gut, wenn man das so ein bisschen schützt. Also, weiter geht's.